Hi, willkommen zurück. Auch heute sind wir an der FAU wieder international unterwegs. Denn heute treffen wir eine brasilianische Physikerin an, die an der FAU angestellt ist und ihre Daten zur Sternenforschung aus Namibia bekommt. Kaori Nakashima forscht in der Astrophysik. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien und nach ihrem dortigen Master ist sie an die FAU gekommen, um unter der Leitung von Professor Stefan Funk ihren Doktor zu machen. I need to say that I'm in love with stars and the night sky, and it's awesome to admire its beauty, but more than this is to understand what is happening out there. So my point is, what is going on in the stars? What is beyond our planet? What type of physics we can find out there? And that was my main motivation to go to this topic. Ihr Forschungsthema bezieht sich auf die Physik in unserer Galaxie. Unser Planet Erde befindet sich in einem Sonnensystem, das aber nur einen ganz kleinen Teil der Galaxie ausmacht. Und Kaori möchte nun herausfinden, was im Zentrum der Galaxie so vor sich geht. To understand this, what is going on there, we need to have a model. We need to have an hypothesis to test it. But this hypothesis has a lot of background, a lot of things that are not really signal. So what I'm working on is to develop a background model that will get rid of this signal that we don't want and really highlight the true signal, what is really important. So I'm working on a model to exclude the background. Bei Kaoris Arbeit zur Erstellung ihres Modells spielt Gammastrahlung eine wichtige Rolle. Gammastrahlen sind elektromagnetische Strahlen, die im Universum von schwarzen Löchern emittiert werden. Bei der Forschung kann man die Menge der Gammastrahlen natürlich nicht mit bloßem Auge zählen, sondern misst mit Hilfe der Teleskope in Namibia die Menge von Gammastrahlung in bestimmten Abschnitten des Himmels. Wenn in einem Abschnitt mehr Gammastrahlung als in der Umgebung gemessen wird, ist für Kaori klar, dass sich dort eine Gammastrahlenquelle befindet. Allerdings misst sie nicht nur die Menge und die Richtung der Gammastrahlung, sondern deren Energie. Aus diesen Parametern lässt sich nun wieder ein Modell erstellen, bei dem die Quelle durch einen Peak erkannt werden kann. Die Schwierigkeit dabei ist, die Peaks von den natürlichen Fluktuationen des Hintergrundrauschens zu unterscheiden. Wenn Kaori diese Messungen über eine lange Zeit wiederholen und bestätigen kann, wird nun ein möglichst gutes Modell über den beobachteten Abschnitt des Himmels erstellt. And it looks more or less like this. This is our model. So this is the region of the sky, and here is the energy. So for lower energy, we expect more counts, more gamma rays than for higher energy. And when we have a good background model and we observe actually a fluctuation above this model, then we can claim there is a gamma ray source there. And this is how we figured out what are the sources out there. Wir fanden dann noch sehr spannend, warum diese Teleskopsysteme in Namibia stehen müssen. Warum können die Aufnahmen nicht in unmittelbarer Nähe gemacht werden? Es ist so, dass für die Aufnahmen ein klarer Himmel benötigt wird, um Signale vom Weltraum empfangen zu können. Die Teleskopsysteme für Kaoris Forschung stehen in der Wüste Namibias. Dort ist ein wunderbar klarer Himmel. Abseits von solch entlegenen Regionen wären durch die Städte zu viele Störlichter aufgrund von Lichtverschmutzung. In Namibia is a desert, so there are no city around, so you can really see the clear sky and a lot more of stars than when you are observing from a city. Then the second point is that we need a lot of money to build those telescopes. And it doesn't necessarily need to be only one place. So we can get it around the world and get the data via internet. Thanks, Internet, by the way. Die Forschung ist somit an verschiedenen Stellen möglich. Kaori forscht zwar mittels Teleskopsystemen in Namibia, aber kann sich mit anderen Forschenden auf der ganzen Welt connecten und Ergebnisse austauschen.
Der momentane wissenschaftliche Stand zu Kaoris Forschungsgebiet ist, dass sich im Zentrum unserer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch befindet, das Teilchen beschleunigt. Sie wissen aber noch nicht, wie es das tut, nur dass es etwas sehr Interessantes ist und dass sie darüber noch mehr Details erfahren wollen. Um hier weitere Erkenntnisse sichern zu können, arbeitet Kaori in einem Team vieler Forscher und Forscherinnen zusammen. We quite often need some inputs from other people or some suggestions, some discussions, and we are all always in touch and exchanging experience. And besides that, in our institute, we have a lot of communication because one PhD student cannot do the work alone. And science moves forward with a lot of help and talking. We work in a team, in a collaboration with people around the world, but mainly in our university. The team in our university is very important. Bereits vor ihrem Studium hat Kaori Beiträge von ihrem derzeitigen Chef gehört und war begeistert davon, dass man als junger Wissenschaftler schon so viel erreichen kann. Dieses Ziel hat sie sich letztendlich auch gesetzt und ist daher an die FAU gegangen. Kaoris Chef, Professor Funk, ist heute Direktor am Physikalischen Institut und am ECAP. Das Department Physik hat mit dem ECAP, das steht für Erlangen Center for Astroparticle Physics, ein Forschungszentrum, an dem mehrere Arbeitsgruppen mit 11 Profs und über 150 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigt sind. Am ECAP finden alle Astroforschungen der Physik statt. Auch weltweit wird dort geforscht. Und das Zentrum bekommt demnächst ein eigenes Gebäude am Südgelände der FAU. We are working with things that nobody knows and we are at the edge of the knowledge. So having this chance to figure out what is beyond what is known is amazing. This is the main point, the best part of being a scientist. Falls ihr noch mehr von Kaori und ihrer Arbeit erfahren wollt, könnt ihr gerne unter diesem Link hier auf ihrem YouTube-Kanal vorbeischauen. Mega schön, wenn sich jemand für seine Forschung so begeistern kann, oder? Uns konnte die Kaori total mitnehmen. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!